Herzlich willkommen zum Trotec Video-Tutorial für den Cube Plus, unserer kompakten Lösung zur Dämmschichttrocknung. Heute geben wir Ihnen Tipps für die Aufstellung des Cube Plus und Sie erfahren, was Sie im Falle einer Fehlermeldung vor Ort unternehmen können. Wenn Sie den Cube Plus ohne Aufzug mehrere Stockwerke hoch zum Einsatzort bringen müssen, so ist das dank des Teleskopgriffs kein Problem. Mit ihnen können Sie den Cube Plus ohne weiteres über Stufen oder Treppen ziehen. Stellen Sie den Cube Plus zentral auf und vermeiden Sie zu große Unterschiede in den Schlauchlängen, damit die Last auf die Ansaugstutzen gleichmäßig verteilt wird. Achten Sie außerdem darauf, dass genügend Platz vorhanden ist, damit die warme seitlich austretende Abluft ungehindert entweichen kann. In kritischen Fällen leiten Sie sie am besten aus dem Raum, um ein ideales Klima für die Trocknung zu schaffen. Hierzu empfehlen wir Ihnen einen Schlauch mit 50 mm Durchmesser. Falls Ihr Türspalt mindestens 5 mm hoch ist, können Sie die Trotec Plano Pro Türschlitzdüse verwenden. Einfach angeschlossen können Sie mit dieser die Wärme abführen, ohne ein Fenster oder eine Tür öffnen zu müssen. Alternativ können Sie den Cube Plus auch außerhalb des Sanierungsbereiches aufstellen und die Plano Pro für die Verbindung zu den Prozessluftschläuchen verwenden. Bei Trocknungsmaßnahmen mit mehr als einer einzelnen Prozessluftöffnung ist der Einsatz unserer Trocknungssteuereinheit DA4 Cube empfehlenswert. Sie sorgt für eine Verkürzung der Trocknungsdauer und für einen effizienteren Trocknungsprozess. Weitere Informationen zur DA4 Cube, ihrer Funktions- und Bedienweise finden Sie in unserem dazugehörigen Video. Achten Sie bitte darauf, dass die Bohrlochstützen fest und dicht am Boden und die Schläuche an den Ansaugstützen sitzen. Benutzen Sie gegebenenfalls Schlauchschellen, um Performanceverluste und Wasseraustritt zu verhindern. Nach dem Anschluss der Schläuche ist der Cube Plus einsatzbereit. Nach dem Anschalten muss die Pumpe kurz anlaufen. Sollten Sie eine DA4 Cube nutzen, startet diese selbstständig. In jedem neuen Schadensobjekt müssen Sie zunächst einen Reset durchführen. Nach einer kurzen Messphase wählt die DA4 Cube einen Kanal zur Trocknung aus und geht in die Aktivtrocknung über. Im nächsten Schritt legen Sie die Leistungsstufe des Cube Plus fest. Hierzu orientieren Sie sich an der Größe der zu trocknenden Fläche. Ist auf dem Display des Cube Plus eine Meldung zu sehen, müssen Sie unter Umständen handeln. Bei der Meldung Abpumpen müssen Sie nichts unternehmen. Die Pumpe arbeitet ganz normal und pumpt das gesammelte Wasser ab. Eventuell wird währenddessen der Verdichtermotor gestoppt. Dann zeigt das Display Behälter voll an. Ist der Behälter leer gepumpt, arbeitet der Cube Plus weiter. Zeigt der Cube Plus jedoch permanent Behälter voll an, dann müssen Sie diesen reinigen. Sollte auf dem Display Pumpe Abkühlphase angezeigt werden, so ist dies bei Schäden mit großen Mengen freien Wassers gerade in den ersten Tagen einer Trocknungsphase normal. Wenn aber bei weiterem Trocknungsfortschritt über mehrere Tage hin regelmäßig diese Meldung angezeigt wird, so deutet dies auf eine nicht beseitigte Schadensursache oder eine weitere Leckage hin. In sehr staubiger Umgebung kann es vorkommen, dass sich die Filter zusetzen und den Luftdurchsatz stark reduzieren. In diesem Fall zeigt das Display die Meldung Filter wechseln an. Grundsätzlich empfehlen wir den Filter nach jedem Einsatz zu wechseln. Temperatur 1 bedeutet, der Cube Plus hat seine Leistung verringert, um eine Überhitzung zu verhindern. Bei Temperatur 2 stoppt er den Arbeitsvorgang vollständig und beginnt erst wieder, wenn die Temperatur 30 Minuten lang unter 35 Grad Celsius gesunken ist. Hier ist eine bessere Lüftung und Abfuhr der Prozesswärme dringend erforderlich. Der Cube Plus und die DA4 Cube sind nun optimal platziert und die Trocknung kann starten. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.